Auf der Donau. Ein Lied auf Text von Johann Mayrhofer. Kompositie ist aus 1817. Das war ein extrem schlechtes Jahr. Vulkanausbruch, dadurch überhaupt keine Ernte, hier und da Hungersnot. Sehr viel negativ. Das merkt man am Anfang des Liedes noch nicht. Es fängt immerhin an in S-Dur mit einer sehr schönen Naturbeschreibung. Der Dichter sitzt in einem Kran und man hört das Wiegen des Kranes auf den Fluten der Donau. So hin und her geht das, schaukelt. Der Text ist wieder zum ersten Mal 1818 schon abgedruckt in dem Büchlein, in diesem Almanach, wo auch Erlafsee drin ist. Ja, auf der Wellenspiegel schwimmt der Kahn. Alte Burgen ragen Himmel an. Tannenwälder rauschen geistergleich. Und da ist etwas komisch. Die Tannenwälder rauschen, weil der Wind kommt. Aber hier wird gleich eine Beziehung gemacht von dem Dichter zu Geistern. Und das ist etwas sehr Entscheidendes. Das beweist, dass der gute Mayrhofer ein Romantiker war. Er romantisiert die Wirklichkeit. Windesrauschen, Gottes Flügel, hat Friedrich Schlegel im Waldesgespräch gesagt. Auch der war der Erfinder der Romantik zusammen mit Novalis. Romantisieren ist etwas verfremden von der Realität. Indem ich dem Normalen einen Anschein gebe von etwas Übernatürliches, romantisiere ich es. Das ist eine gigantische Qualifizierung, hat Novalis es genannt. Und Mayrhofer hat Novalis sehr geschätzt. Es gibt auch in dem Erstdruck ein herrliches Gedicht an Novalis. Also, und das Herz im Busen wird uns weich. Das heißt, ich werde ängstlich getroffen. Denn der Menschenwerke sinken all. Er sieht überall den Untergang, nur Ruinen. Wo ist Turm? Wo Pforte? Wo der Wall? Wo sind die Helden der Vorzeit? Nur noch Trümmer sind da. Nur die Gräber sind noch da. Das Herz im Busen wird uns weich. Und dann verfolgt er weiter, was bleibt übrig? Trauriges Gestrüppe wuchert fort. Also das Unkraut wuchert fort. Das Böse wuchert fort auf Kosten des Guten, des Wertvollen. Wie es auch heißt in der hebräischen Psalm, den Schubert vertont hat, Text von Salomon Sulzer, für Salomon Sulzer in die Synagoge, auch wieder ein Beweis, dass Schubert seine Religionsgefühle sehr allgemein waren. Undenkende begreifen nicht, dass Frevler blühen. Die Antwort von Moses Mendelssohn ist dieser Text. Die Antwort ist, damit sie ewig zugrunde gehen. Und er sieht nur die Negativität. Er lebt in der Zeit des Metternich-Regimes. Jede Intelligenz wird unterdrückt. Alles, was nach freien Gedanken riecht, wird unterdrückt. Mayrhofer selbst weiß am besten, alles, was Einfluss hat von Revolution, von den Ideen der französischen Revolution, wird verboten, wird unterdrückt. Und hat auch der Alexander Humboldt hat zu Heine gesagt, der in Paris lebte,
komm ja nicht auf den Gedanken, dass du einen Fuß über die französische Grenze nach Deutschland setze. Du wirst sofort verhaftet und entweder gleich umgebracht oder auf ewig in einen Kerker hineingeschmissen. So war das. Und der gute Kaiser Franz, der sogenannte gute Kaiser Franz, das war ein elender Bluthund, sagte, wir brauchen keine Genies, wir brauchen nur treue Untertanen. Und darum hat er dieses Riesennetz von Geheimpolizisten unter der Führung von Herrn Sedelnitzky. Sie haben auch den Freund Senn haben sie verhaftet aufgrund einer Verdachtmachung, weil der nichts verbrochen hatte. Ein Student hat geschrieben im Tagebuch, ich halte Senn für den einzigen, der bereit ist, sein Leben zu opfern für eine Idee. Daraufhin wurde er auf 1,5 Jahre auf Wasser und Brot ins Gefängnis eingesperrt und seine Karriere war zu Ende. Er wurde nach Tirol verbannen. Das ist das Gestrüppe wuchert fort, während frommer Sage Kraft, die alte Helden sagen, verdorren gehen zugrunde. Und im kleinen Kahne wird man bang. Die einzige sichere Weise, um auf der Donau zu schiffen, war zusammen mit dem Floss, wo Stämme, die ja aus Regensburg runtergeschwemmt wurden, von den Wäldern und auch Berlins. Die Stämme wurden zusammengebunden zu einem riesen Floss und da kam dort eine Art Holzhaus wurde gebaut und darauf konnte man dann sicher schiffen. Aber Meyerhofer beschreibt hierbei auf der Donau, er sitzt in einem kleinen Kahn, ein Schinagel, sagt man hier in Niederösterreich. Und das wankt und überall droht Untergang, droht der Tod. Das Lied fängt in einem wunderbaren S-Dur friedlich an und endet in einer Untergangsstimmung in Fis-Moll. Das ist was ganz Außerordentliches. Ganz wichtiges Lied, ganz wichtige Aussage. Im kleinen Kahne